Ja, hallo, herzlich willkommen bei Verkunstet. Ich habe heute noch mal Lust, was mit Pouring zu machen, und zwar Pouring und einem Baumwollfaden. Und was das heißt, das zeige ich euch in diesem Video. Ja, ich hatte ja schon zu Anfang gesagt, wir machen etwas mit Pouring, und ich habe auch direkt hier schon meine Sachen aufgebaut. Ihr seht hier meine Leinwand, die ich mir hier in eine kleine Wanne vorbereitet habe, und ich habe auch hier schon meine Farben hingestellt. Ich habe diesmal gewählt Weiß, ich habe Magenta, ich habe Lila, ich habe Schwarz und ich habe natürlich mein Pouring-Mittel. Jetzt bitte nicht erschrecken, ich habe hier noch ein etwas größeres Gebinde stehen. Das wollte ich euch aber unbedingt zeigen, weil ich habe jetzt demnächst noch ein etwas größeres Projekt, wo ich halt etwas mehr von dieser Vinyl-Mischung brauche. Und darum habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach mal, dass es das auch in größeren Gebinden gibt, dass man halt nicht nur mit diesen Flaschen hantieren muss. Ja. Ich werde jetzt hingehen und mische mir meine ganzen Sachen, und wenn ich das alles fertig habe, dann erkläre ich euch kurz, was ich vorhabe. Bevor ich jetzt loslege, kurz erklärt, was ich jetzt vorhabe. Ich habe mir hier einen großen Becher genommen. In den großen Becher werde ich jetzt die Farben Weiß, Magenta und das Lila aufschichten, um das dann hier so in Kreisform auf die gesamte Leinwand aufzubringen. Dabei ist aber eigentlich der Gedanke, das mehr als Hintergrund zu sehen, weil das Eigentliche wird nachher hier passieren. Und zwar habe ich mir hier in der alten Konservendose ein bisschen Pouring-Mittel mit Schwarz angemischt. Und in diese Mischung werde ich nachher dann hier einen Baumwollfaden hineintunken, um ihn dann hier in Schlangenlinien aufzulegen und dann herunterzuziehen. Das ist so der Plan, wie ich es vorhabe. Ich würde sagen, wir legen los. Gonna get dark, babe, before the noon. Sun gonna shine on that day. Every soul gonna meet and pray. Followed by rain.
helicopter. Jetzt nehmen wir hier ein Stück Baumwollfaden und legen es, nachdem ich es dann hier hereingetunkt habe, in so Schlangenlinien auf den Keilrahmen auf. Also ich finde, das sieht total schön aus. Ich habe jetzt hier noch eine zweite Blume gemacht aus diesem Baumwollfaden, weil mir das jetzt ja noch ein bisschen zu nackt war. Ich muss sagen, man muss so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie man den Faden legt. Man kann natürlich ganz enge Kurven legen, man kann auch ganz weit, man kann bis ganz nach unten, man kann auch viele Fäden nebeneinander platzieren. Das ist bei dieser String-Technik also alles möglich. Wir lassen das Bild jetzt noch ein bisschen trocknen und dann würde ich sagen, schauen wir uns das fertige Ergebnis an, denn ich denke, hier werden noch ein bisschen mehr diese kleinen Zellen auftauchen, die wir hier schon in diesen Blütenblättern sehen können. Ja, wir haben jetzt hier das fertige Bild und ihr seht, es hat tatsächlich noch etwas nachgearbeitet. Man sieht hier überall noch die Zellen, die hier herausgekommen sind. Ich habe gar nicht so viel Silikonöl benutzt, sondern nur so 1-2 Tropfen jeweils in die Farben hineingetan und trotzdem sieht man hier überall sehr schön die Zellenbildung. Ja,
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem das mit diesen Baumwollfäden auszuprobieren. Ich denke, das ist echt eine coole Sache zum Nachmachen, vor allem weil dann wirklich so was Schönes per Zufallsprinzip entstehen kann. Ja, und wer sich jetzt hier fragt, was ich hier mit der Frischhaltefolie treibe, ja, schaut euch dieses Video an. Da zeige ich euch nochmal was zum Thema Pouring und mit Frischhaltefolie.